Es gibt natürlich ganz verschiedene Auswirkungen für Wirtschafts- und Industriezweige. Es gibt ja vielleicht sogar solche, die in dieser Krise bisher auch profitiert haben von dem, was passiert ist. Gibt es sozusagen schon festzumachende große Unterschiede zwischen den Industriezweigen, zwischen den Wirtschaftszweigen, wo man sagt, da sozusagen ging es eigentlich mehr bergauf als bergab und umgekehrt? Also was die Märkte angeht, glaube ich, hat man gut nachvollziehen können, dass alles Digitale, also Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, klare Krisengewinner sind. Das trifft gleichzeitig für große Teile der Telekommunikationsindustrie und insbesondere der nationalen ähm, Telekommunikationsanbieter zu. Das ist ja offensichtlich anhand der Kursentwicklung. Ja, und gut, der Rest ist ja in der allgemeinen Presse. Ja, ich meine, wir hatten in Österreich ja eine schöne Sonderkonjunktur für die Semperit, ja, die sich ja bereits entschlossen hatte, die Medizinprodukte einzustampfen. Und dann kommt die Krise und auf einmal braucht jeder Gummihandschuhe. Ja, und also diese Sonderfälle gab's natürlich auch. Ja, ähm, und ist eigentlich schon interessant gewesen. Ich habe das im Freundeskreis fast als Gesellschaftsspiel mal praktiziert. Kann das übrigens auch nur jedem raten, mal das auch selber nachzuvollziehen. Das hat also großen Unterhaltungscharakter. Setzt man sich einfach mal hin und macht mal ein Brainstorming. Was ist denn so aus Laiensicht das, was man jetzt haben muss? Welche Firma musst du dann haben, um jetzt zu performen? Und welche musst du nicht haben? Ja? Also da kann man in einem sehr unterhaltsamen 10 Minuten Brainstorming, kommt da eine konkrete Investitionsliste zusammen. Und ja, also da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Und das Überraschende war, ich habe das also vor 6 Wochen gemacht, dass die also auch sehr zuverlässig funktioniert hat. Ja, ich hätte das war das eigentliche Experiment für mich dahinter, weil ich mich der Frage nähern wollte, wie weit antizipieren Märkte so jedermanns Wissen. Ja, diese Liste da ist ja jetzt nichts dran. Da muss ja kein Spezialist sein, da musst du nicht lange am Markt tätig sein, sondern da kann sich an solchen Überlegungen jeder beteiligen. Und ich war sehr überrascht, weil meine These war eher, die Märkte mit all ihrem Fachwissen antizipieren das viel schlechter, viel schneller und ist es gar nicht möglich als Laie, solche Überlegungen anzustellen und daraus noch einen Investitionscase zu machen. Aber es hat doch ganz gut funktioniert. Die Kapitalmärkte können, sollen, müssen einen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Wie soll das ausschauen? Ja, das sollte so ausschauen, wie es immer ausschaut. Die Funktion der Kapitalmärkte ändert sich überhaupt nicht. Sie wird nur in solchen Situationen sehr wesentlich. Warum? Weil alle historische Erfahrung zeigt, dass diejenigen Volkswirtschaften mit entwickelten Kapitalmärkten, sie haben das schnellere Wachstum, sie haben das nachhaltigere Wachstum, sie erholen sich wesentlich schneller von Krisenszenarien. Und das ist auch in dieser Krisensituation wird sich das wieder beweisen. Wir werden es sehen. Die Volkswirtschaft mit den entwickelten Kapitalmärkten und natürlich meine ich insbesondere die USA, sie werden sich schneller erholen. Es wird so sein. Und das ist natürlich der Appell, wenig überraschend vielleicht auch vom Börsechef, dem man da an der Stelle natürlich immer unterstellt, pro domo zu reden. Aber lassen Sie sich vielleicht auf folgendes Argument mal ein, dass es, glaube ich, bei den gigantischen Mitteln, die hier in die Hand genommen werden jetzt, in aller Kürze darum gehen wird, die öffentlichen Haushalte schlicht und dadurch zu entlasten, dass so viel privates Geld wie möglich aktiviert wird zur Krisenbewältigung. Und hier diesen Transmissionsriemen bieten nur die Kapitalmärkte. Ja, und deswegen stelle ich natürlich jeder Regierung anheim, diese Kapitalmärkte ausreichend zu entwickeln und als wirklich großen Hebel für die Krisenbewältigung zu aktivieren. Ja, also das beginnt insbesondere ja bei allen Spielarten auf der Fremdkapitalseite. Ja, nehmen Sie den normalen nehmen Sie den normalen Kredit, der dann börsenmäßig verbrieft als Anleihe an den Markt kommt. Hier kann der Staat, wenn er denn zum Beispiel solche Anleihen garantiert, glaube ich, eine große Rolle spielen, auch Investoreninteresse, insbesondere internationales Investoreninteresse zu wecken. Der Staat, glaube ich, für sich selbst sieht diese Funktion ja
ohnehin, denn er refinanziert sich und seine Krisenbewältigungsfinanzierung natürlich über die Kapitalmärkte. Ja, also für sich selbst ist diese Funktion ja auch voll da. Und das geht dann bis hin auf die Eigenkapitalseite. Ja, wenn der Staat jetzt, was glaube ich richtig ist, darüber nachdenkt, dass er als einzig handlungsfähiger Lender of Last Resort im Markt steht und Staatsbeteiligung eingeht. Ich glaube, man sollte das keinesfalls mantraartig vor sich hertragen. Ja, bloß keine Staatsbeteiligung. Das wird Sie vielleicht überraschen, das von einem Börsianer zu hören, aber ich gehöre da also wirklich zu der Fraktion, die da keine absoluten Antworten geben. Ich glaube, Staatsbeteiligungen kommen immer sehr auf den konkreten Zeitpunkt an, wann man sie eingeht, auf die konkrete Industrie, auf das Marktumfeld, auf die jeweilige Volkswirtschaft, auf die jeweilige Krise. Und da macht es durchaus Sinn, sich als Staat zu positionieren, in einem Schritt durchaus auch mit Eigenkapitalbeteiligungen, so wie das jetzt zum Beispiel an der Lufthansa in Deutschland passiert ist, um dann aber im zweiten Schritt natürlich diese Beteiligung professionell zu managen. Und hier, glaube ich, ist dieses Public-Private Partnership von einer staatlichen Beteiligung, die aber gleichzeitig an die öffentlichen Märkte geführt wird in Form eines Börsenlistings, das richtige Modell. Muss ich auch zugeben, habe ich viel gelernt, auch in Österreich. Ich glaube, es kann da auch einen sogenannten Austrian Way geben, der vielleicht tatsächlich damit zu tun hat, dass ein Staat sogar eine Mehrheit an einem Unternehmen hat. Ja, ich meine, Österreich ist erfolgreich mit seiner doch deutlich größeren Staatswirtschaft. Ja, das hat sich bewährt in Österreich. Man will das auch gesellschaftlich. Ja, und ich stelle nur anheim, hier also jetzt noch die Vorteile der öffentlichen Märkte zusätzlich zu nutzen. Also zum Beispiel das Staatsunternehmen, was auch mehrheitlich in Staatsbesitz bleibt. Also ich vermeide grundsätzlich hier dann auch, merken Sie schon, den Begriff der Privatisierung, weil das ist es nicht. Der Staat soll ruhig die Mehrheit behalten, er soll all seine Standortpolitik da verwirklichen, er soll auch all die gesamtgesellschaftlichen Ansprüche, die sich hier und da materialisieren sollen, verwirklichen. Aber er soll eben den öffentlichen Markt auch zusätzlich nutzen. Warum? Weil die historische Erfahrung eben auch zeigt, dass der Staat allein das nicht kann, sondern dass die öffentliche Transparenz, dieses Korrektiv der öffentlichen Märkte so wichtig ist. Und wir haben wunderbare Showcases und deswegen sage ich, der Austrian Way, ja, also die Public-Private Partnership zwischen umfangreicher Staatswirtschaft, aber eben der Kontrolle öffentlicher Märkte, Telekom, OMV, First, alles Unternehmen in Monopolen oder Oligopolen, früher mit dem automatisch einsetzenden Modernisierungsrückstau und den Oligopolgewinnen natürlich, ja, dann in der von mir beschriebenen Art und Weise an die öffentlichen Märkte gebracht. Ja, und auf einmal hast du den Win-Win-Win-Win-Win. Ja. Der Staat bleibt im Driving Seat, die Dividende wird höher, die Abführungen in den Staatshaushalt werden höher, die Unternehmen werden börsenfit und bleiben börsenfit durch das Listing. Der österreichische Bürger kann sich direkt beteiligen, ja, und nicht nur über den Staatshaushalt und die Sozialleistungen dann an Wirtschaftswachstum profitieren. Man entwickelt gleichzeitig den Kapitalmarkt und deswegen glaube ich, kann der Kapitalmarkt da eine große Rolle spielen durch so ein Public-Private Partnership, indem man einfach die öffentliche Kontrolle öffentlicher Märkte reinbringt. Vielleicht ein bisschen abstrakt von mir auch, das muss ich noch konkretisieren. Warum ist das so eine öffentliche Kontrolle? Naja, weil die Börse nun mal diese sekündliche Preisfeststellung vornimmt. Also abseits jeder Propaganda von Aktionären, von Geschäftsführern, von Vorständen, man mag ja behaupten über die Unternehmen, was man will. Der Börsepreis ist immer sichtbar. Und es ist immer sichtbar, ob das nun stimmt, was er sagt oder nicht. Und wissen Sie, wenn Sie den ersten internationalen Finanzinvestor in der Minderheitsbeteiligung, er soll nicht tonangebend werden in Österreich, wenn Sie den ersten Finanzinvestor dann drin haben, dann merken Sie mal, wie das ist mit der Effizienzsteigerung durch die Kontrolle von sehr aktiven Investoren. Ich sage das ganz deutlich. Also das alles, was wir mit großem Befremden, ja, zum Beispiel in der Causa Casino Austria wahrnehmen, ja, wissen Sie, ist für mich als Börsenmanager sind diese Geschichten aus einer anderen Welt. Das gibt es im öffentlich kontrollierten Börseunternehmen nicht. Ja, es ist etwas, was eben nur funktioniert, wenn die Transparenz nicht da ist. Ja, und deswegen begeistert mich sozusagen diese konzeptionelle Verknüpfung von Staatsunternehmen und öffentlichen Märkten so sehr. Und ich kann das nur empfehlen, diesen großen Hebel auch für die Krisenbewältigung dienstbar zu machen. Ja, und die öffentlichen Haushalte am Ende zu entlasten. Ja, und so viel privates Geld wie möglich zu aktivieren. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die sich
brutal radikal im nächsten halben Jahr setzen wird und durchsetzen wird. Die Frage nach einer eventuell zweiten Welle ist zwar jetzt zurzeit einmal nicht so präsent, weil die Menschen sagen, so in der Form, wir sind besser vorbereitet, wird es ja wahrscheinlich nicht kommen, aber wie auch immer ist das hier mitgedacht, dass man sagt, ja, und wenn aber es sozusagen wieder noch einmal eine große Veränderung gibt, dann ist die hier auch mitgedacht bei diesen Konzepten, oder muss man sagen, dann muss man das alles nochmal neu überdenken? Ja, also die zweite Welle, glaube ich, wird, wenn sie denn kommt, in ihrer Bewältigung völlig anders aussehen als die erste. Das hat schlicht mit der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz auf ganz vielen Ebenen zu tun und glaube auch mit einem tiefen gesamtgesellschaftlichen Einblick darin, wo Wohlfahrt, Wohlstand, wo die Finanzierung von uns allen ja gewollten Sozialstaats letztlich herkommt, ist es ausschließlich das prosperierende Unternehmertum. Nur dass alle haben jetzt die Welt mal kennengelernt. Wie sieht sie denn aus? Das Krankenhaus ist up and running, die öffentliche Rundfunk läuft, die Ämter sind besetzt. Nur eins fehlt, der das alles bezahlt, nämlich die Unternehmen und ihre fleißigen Mitarbeiter. Und das ist also ein geradezu sehr erzwungenes Massenexperiment, einfach den Faktor mal aus der Gesellschaft herauszunehmen, auf dem letztlich aller Wohlstand ruht. Ja? Und das ist, bitte, nicht falsch verstehen, ich werde dafür ja vielfach immer kritisiert. Das hat nichts mit dem Respekt gegenüber einzelnen Berufsgruppen zu tun oder gegenüber bestimmten Funktionen im Staatsgefüge. Wir brauchen die alle. Aber sie müssen eben finanziert werden. Und wenn der Unternehmer den Arbeitsplatz nicht zur Verfügung stellt und sein Unternehmen nicht betreibt, dann werden keine Körperschaftssteuern entrichtet. Es werden aber vor allem auch keine, das ist ja der größte Ertragsposten im Haushalt, es werden vor allen Dingen auch keine Lohnsteuern entrichtet, weil dafür braucht es einen Arbeitsplatz. Und es werden eben auch keine Sozialabgaben gezahlt. Also insofern, ich mache immer die einfache Kontrollüberlegung und konfrontiere die Leute, die mich dafür so heftig kritisieren. Ich hätte da ja gar keine Ahnung und man müsse doch sehen, alle zahlen Steuern. Na klar zahlen alle Steuern. Aber die meisten zahlen eben nur deswegen Steuern, weil ein privater Unternehmer einen Arbeitsplatz schafft. Ja? Natürlich zahlt der ORF-Mitarbeiter auch Steuern. Nur der ORF ist ein beitragsfinanzierter Service. Und der Beitrag muss irgendwo entstehen. Und das Krankenhaus und die Krankenschwester, die über alle Maßen wichtig ist, ja, zahlt auch Steuern, ja, selbstverständlich. Aber sie ist aus Beiträgen finanziert, die nur deswegen zustande kommen, weil es einen Arbeitsplatz gibt, das ein Unternehmen zur Verfügung stellt. Ja. Die ganze Beamtenschaft können Sie so als Nullsumme rausnehmen, weil das ist rechte Tasche, linke Tasche. Ob die Beamten, die eine super Funktion haben und wir brauchen sie in ihrer wertvollen Funktion, aber ob die Steuern zahlen oder nicht, ist volkswirtschaftlich völlig wurscht, weil es ist eine absolute Nullsummenspiel. Und deswegen, weil, glaube ich, das so klar geworden ist, gibt es, auch wenn er nicht ausgesprochen wird, gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass ein möglicher zweiter Lockdown so zu gestalten ist, dass diese Ertragskraft erhalten bleibt. Ja? Weil das, glaube ich, auch dem Letzten klar geworden ist. Und da ist viel Neues, glaube ich, im Markt und viel Propaganda und jede Interessengruppe macht so die üblichen Kollateralforderungen jetzt geltend. Ja? Aber glaube ich, im Kern ist schon verstanden worden, worauf unser Wohlstand beruht und dass es den ja, zu sichern gilt. Und deswegen sehe ich das bei weitem nicht, dass es nochmal zu einem so weitgehenden Lockdown gehen wird. Wir werden ja auch, darf man auch nicht vergessen, wir werden ja ganz andere Evidenz an den Zahlen haben. Die Frage der berühmten Übersterblichkeit ist ja nach wie vor nicht geklärt. Ja, da wird man größere Klarheit haben im Herbst. Man wird diese Krise auch einordnen in andere Krisen. Man wird, glaube ich, eine große Diskussion darüber haben, oder wir haben sie ja auch schon, wie ist es denn mit der Risikoneigung unserer Gesellschaft? Ja, welche Bereitschaft ist denn da? Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir sehr geringe Risikoneigung haben und bereit sind, große und größte Opfer dazu zu bringen. Aber ich glaube, dass eher aus der Unkenntnis daraus entstanden, woher denn der Reichtum in der Gesellschaft kommt. Diese Frage sehe ich als etwas besser geklärt mittlerweile. Und deswegen glaube ich, wird man da auch wieder zu einer größeren Risikoneigung tendieren.
Man darf immer nicht vergessen, mit den gleichen Maßnahmen eines solchen Lockdowns kann man ja auch die Hälfte der Verkehrstoten verhindern. Man kann jede saisonale Influenza auf die gleiche Weise eingrenzen. Ja. Wir werden auch im Herbst weiter sein, wenn wir schon bei dem Punkt sind, bei der Gesamtbetrachtung. Es werden dann alle Folgeschäden einzustellen. Die versäumten Vorsorgeuntersuchungen, die nicht behandelten oder überhaupt vielleicht schon gar nicht entdeckten Schlaganfälle, Herzinfarkte. Ja, und ich glaube, diese Gesamtrechnung wird den Blick sehr, sehr schärfen und wird zu einer völlig anderen Krisenintervention führen. Ganz kurz noch eine letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort, weil ich schon ein bisschen auf die Zeit schaue. Wird sich denn das alles in das Anlageverhalten der Österreicherinnen und Österreicher auswirken? Wird sich das verändern jetzt nach dieser Krise oder in dieser Krise? Also ich glaube, wir haben ja eine gewisse Zuspitzung, was die Geldpolitik angeht. Die Geldschleusen sind noch mal größer geöffnet worden. Das heißt, wir haben, wenn er auch noch nicht richtig sichtbar ist, weil der Warenkorb das nicht richtig widerspiegelt immer, wir haben einen wahnsinnigen Inflationsdruck, selbstverständlich. Das Einzige, was inflationssicher dann im Markt steht, ist die Goldanlage, die aber eher eine Glaubensfrage ist und historisch auch mit den Renditen nicht wirklich tauglich ist. Naja, und dann bleiben die Sachwerte. Und die Sachwerte, die investierbar sind, die einfach investierbar sind, sind die Aktien. Deswegen wird es da, glaube ich, tendenziell eher ein verstärktes Interesse geben in Aktien. Herr Dr. Boschan, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke für die Antworten. Jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich danke. Alles Gute.